Frau Hartmann, Sie machte im Jahre 1983 eine besondere Erfahrung. Wie kam das? Eines Abends besuchte ich in der Kirchgemeinde eine Versammlung. Und als ich den Raum betrat, kam ein ganz tiefes Wissen in mich. Es hieß, heute Abend wird Gott zu dir sprechen. Ich hatte anderen Tags eine große Operation vor mir und deshalb war ich etwas besorgt. Beim Gebet, ich hatte die Augen geschlossen, da ging wie ein Vorhang von meinem inneren Auge auf die Seite und ich sah ins ganze Universum. Die Milchstraße und immer weiter. Und es war unbeschreiblich, die Unendlichkeit des Himmels, des Sternenhimmels, der Galaxien. Sie haben Galaxien gesehen? Ich habe Galaxien gesehen, eine nach der anderen, alles. Wie in einem Film, ein Ablauf, aber der Film kam zu mir. Ich blieb immer im Raum sitzen und der spielte sich ab und dann sah ich, auf der linken Seite sah ich etwas, das ich nicht beschreiben kann, aber es kam ein Wissen in mich, da ist Gott, das ist Gott. Und auf der anderen Seite sah ich Menschen, eine Gruppe Menschen und ich wusste, das sind wir Menschen auf der Erde. Und was ich sah, die Liebe Gottes zu uns Menschen, das ist unbeschreiblich. Das können unser Hirn gar nicht erfassen. Und dann sah ich in den Mikrokosmos. Und der ist genauso großartig und unendlich wie der Makrokosmos. Es wird immer kleiner und kleiner und kleiner, unendlich kleiner. Es ist nicht fassbar für uns Menschen. Und dann sah ich, wie alles zusammengehalten wird, den Mikrokosmos mit allem drin zusammengehalten wird von Gott selber, von Gott. Es war einfach eine Schicht. Eine Schicht hat das umfasst. Und da wusste ich, das ist Gott, der alles in seinen Händen hält. Und anschließend schlossen sich die Vorhänge vor meinen inneren Augen wieder. Warum meinen Sie, hatten Sie eine solche Erfahrung? Ich war in einer schwierigen Lebenszeit. Krebs, Cäsium-Einlagen und eine schwere Operation, alles stand mir bevor. Und ich habe mich ganz auf das Jenseits eingelassen. Meine Seele, mein Inneres, alles war fokussiert. Und das war das erste Mal, dass ich so eine Jenseitserfahrung hatte. Und die war aber unbeschreiblich. Es gibt keine menschlichen Worte, um das richtig verständlich mitzuteilen. Sie hatten im Jahre 1990 einen eindrücklichen Nachtodkontakt mit Ihrem verstorbenen Mann. Eines Abends, mein Mann war etwa 6 Wochen vorher gestorben. Da stand er plötzlich neben meinem Bett. Mach mir etwas Platz, wie er das immer gesagt hat. Und dann legte er sich zu mir ins Bett. Und er sagte zu mir, weißt du, ich bin gekommen,
um dir zu sagen, es ist alles gut. Das war mir immer klar, dass für ihn alles gut ist. Und diese Gedanken hat er verstanden oder gelesen, gehört. Da stieg er wieder aus dem Bett und löste sich auf. Wie haben Sie ihn da gesehen oder gespürt? Ich habe ihn gesehen, wie immer, als er noch lebte. Und ich sah ihn und ich spürte auch seine Wärme, aber ich war sehr erschrocken, dass er zurückkam. Er kam, um sich von mir zu verabschieden und mir zu sagen, es ist alles gut. Das war ihm wichtig. Hat Sie dieser Besuch getröstet? Ja, außerordentlich. Frau Hartmann, Sie hatten noch ein weiteres Erlebnis. Ja, eines Nachmittags saß ich im Wohnzimmer und las ein Buch. Und als ich vom Buch aufsah, sehe ich beim Esstisch eine Gruppe Menschen stehen. Die gestikulierten, sie unterhielten sich sehr lebhaft. Ich verstand zwar nichts, aber sie haben mich auch nicht beachtet. Ich weiß also nicht, was das für Wesen waren, Geistwesen. Als ich dann wieder zurück ins Buch schaute und ein zweites Mal aufsah, waren sie verschwunden. Waren diese Wesen normal gekleidet? Normal gekleidet, ja. Also nichts Auffälliges? Nein, war nichts Auffälliges. Sie machten noch eine weitere Erfahrung, als Sie eine Stimme hörten. Ja, das war auch etwas Spezielles. In der Gemeinde besprachen wir Korinther 12. Die Geistesgaben werden da besprochen. Und es hieß, jeder Mensch hat mindestens eine oder zwei Gaben. Tags zu Hause fragte ich im Gebet, was ist denn meine Geistesgabe? Und prompt kam die Antwort, ich hörte sie akustisch, es ist alles da, du musst es nur ergreifen. Was hat das für Sie bedeutet? Ich überlegte jahrelang, was es bedeuten könnte. Eigentlich wusste ich, es braucht etwas Zivilcourage, man muss es einfach machen. Es geht immer ums Machen. Und ja, man will sich keine Blöße geben. Deshalb ist das Ausprobieren nicht immer ganz einfach. Sie machten bei der Nachtwache eines sterbenden Bekannten eine weitere Erfahrung. Ich wurde angefragt von einer lieben Freundin, ob ich nicht manchmal bei ihrem Vater Nachtwache schieben würde. Ja, das tat ich gern, denn wir waren schon viele Jahre befreundet mit der ganzen Familie. Und im Nebenzimmer war ein Bett für mich bereitgestellt. Ich lag darin, aber nur zum Entspannen. Und da sah ich ein zimmerhoch großes Kreuz, goldenes Kreuz, das strahlte hell, leuchtend hell. Und kurz darauf starb der Mann. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie dieses Kreuz gesehen haben? Ja, dieses goldene, leuchtende Kreuz war für mich ein Zeichen, dass Ernst bald sterben wird. Er war ein gläubiger Mensch und ich nahm wahr, er freute sich zu gehen. Vor gut 14 Jahren machten Sie auch noch eine Nahtoderfahrung. Können Sie beschreiben, wie es dazu kam? Ich bin eines Nachts im Weltall aufgewacht. Ich wusste sofort,
Jetzt bin ich auf dem Todesweg. Mein erster Gedanke, meine Wahrnehmung war, dass es ganz leicht abwärts geht. Und da sprach ich will nicht, dass es abwärts geht. Und da ging es nur noch eben fort. Ich wusste, jetzt bin ich auf einem ganz gewaltigen Weg und auf etwas noch viel Gewaltigeres zu. Ich schaute mich um, es war dämmerig, ich war allein unterwegs und ich befühlte meinen Körper. Ich war mit Körper, Seele und Geist. Das ist ein Widerspruch, aber es war alles immateriell. Aber ich konnte meinen Körper spüren. Nicht nur fühlen, auch spüren. Und der lag auf einem immateriellen Kissen. Und dieses Kissen fuhr auf einer immateriellen Bahn. Alles geradeaus. Ich überlegte mir, habe ich jetzt Angst? Ich gehe auf etwas noch viel Gewaltigeres, Größeres zu. Habe ich Angst? Nein, ich habe keine Angst, aber ganz große Ehrfurcht. Denn ich werde dort Gott begegnen. Und ich war immer noch auf der Fahrt. Und ich schaute weiterhin um. Ich war alleine, niemand war dabei. Und ich wusste, mein Körper liegt jetzt tot im Bett. Die Zeit verging, sicher, gefühlte 15, 20 Minuten. Und dann endlich sah ich am Horizont ein wunderbares, warmes Licht. Und auf das bin ich mit Überlichtgeschwindigkeit losgesaust. Ich kam an, konnte einen Blick ins Innere tun und dann schlug mein Herz. Innerhalb Bruchteil einer Sekunde bin ich wieder zurück in meinem Körper. Als Sie sich da im Weltall bewegten, was haben Sie rund um sich gesehen? Es war nichts Sichtbares. Es war einfach dämmerig, aber ich war allein auf weiter Flur. Ich saß einfach da und überlegte, auf was ich jetzt zugehe. Wieso meinen Sie, dass das eine Nahtoderfahrung gewesen ist? Waren Sie körperlich etwas krank oder was war der Anlass? Nein, aber ich habe Herzrhythmusstörungen und da rechne ich schon seit langem, dass mir sowas mal passieren könnte, weil ich die nicht behandeln lasse. Dann könnte es sein, dass Ihr Herz ausgesetzt hat. Ja, mein Herz hat ausgesetzt. Wie lange, weiß ich nicht. Was für eine Auswirkung hatten all diese Erfahrungen auf Ihr Weltbild? Ich bin eine durch und durch gläubige Frau. Und das hat mir meinen Glauben alles bestätigt. Und es war das Beste, das mir im Leben passiert ist. Das Wichtigste. Ich habe das nur in einfache Worte gefasst, denn es gibt keine göttlichen Worte, die wir in unsere Sprache übersetzen können. Es macht vieles groß und anderes klein und unwichtig. Ich weiß,
auch wenn es mir nicht immer gelingt. Aber ich weiß, das Leben ist endlich und es ist wichtig, dass wir das Leben entsprechend, vielleicht unserer Aufgabe entsprechend leben. Ich mache mir seit Jahrzehnten Gedanken über das Diesseits und das Jenseits. Und ich weiß, das Zentrale im Leben ist, jedes Menschen ist im Grunde genommen die Liebe. Die Liebe zu Gott, zu sich selbst und zum Nächsten. Haben Sie noch Angst vor dem Sterben? Ich habe keine Angst vor dem Sterben, denn ich weiß, ich werde in die Herrlichkeit Gottes gehen. Aber natürlich von jetzt bis zum letzten Atemzug, das kann auch noch schwer werden. Und davor habe ich Respekt, zumindest auch etwas Angst. Aber sind Sie davon überzeugt, dass es ein Jenseits und ein Leben nach dem Tode gibt? Absolut, absolut. Und zwar für jeden. Aber ich glaube auch noch, dass anschließend es noch ein Gericht gibt. Frau Hartmann, herzlichen Dank für das Gespräch.